Ja, servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe hier neben einem absoluten Traumwagen, und zwar den Audi RS6. Und ihr seid hier bestimmt auch gelandet aus demselben Grund, warum ich jetzt hier stehe neben dem, und zwar, weil es mein absoluter Traumwagen ist. Und ich möchte euch heute in meinem Video erzählen, warum das so ist. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht hier gerne die Glocke an, abonniert uns, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Gebt uns auch da gerne ein Abo, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, kommt ihr jetzt mit und ich zeige euch jetzt mal die Optik. Vorne angekommen am RS6 fällt erstmal auf, dass der wirklich brutal breit ist. Der ist nämlich auf jeder Seite 4 cm breiter als der normale A6, was mir richtig gut gefällt und euch bestimmt auch. Das Ding steht einfach auf der Straße und macht wirklich was her. Dann haben wir hier vorne den Single Frame, der ein bisschen flacher geworden ist, aber auch breiter, mit den schönen klavierlackfarbenen Wabenmuster, was ich ganz cool finde. Und wir haben hier entweder ein Chrompaket, ein Blackpaket oder ein Carbonpaket drauf. Hier haben wir jetzt das Aluminium- oder Carbon-Paket. Ich persönlich würde es mir so nicht konfigurieren, sondern wahrscheinlich eher das Black-Paket mit dem Audi-Logo und dem RS6-Logo auch noch in schwarz. Aber das ist Geschmackssache. Wir haben hier Matrix-LED-Leuchten drauf, die echt eine coole Lichterorgel machen. Und ich finde, die machen wirklich was her. Ihr habt bestimmt auch schon auf zahlreichen YouTube-Videos gesehen, wie die aussehen. Dann haben wir hier diesen typischen Bumerang nochmal. Und was ich cool finde, ist diese Lippe. Die macht auch echt was her und irgendwie sieht die aus, als ob die jeden Rasen da draußen mähen würde. Ja, also die ist echt super cool, da werde ich ganz verrückt, wenn ich die sehe. Dann haben wir hier Felgen drauf, die mir bis übers Knie gehen, und zwar 22 Zöller. Serienmäßig sind sie 21 Zoll, 22 Zoll sind sie jetzt optional. Ich finde die wirklich schön und die Bremssättel sind jetzt hier in Silber, die gibt es auch in Rot und Blau. Ich hätte sie wahrscheinlich dann eher in Rot gewählt, aber alter Vater, schaut euch das mal an. Was für ein Rad. Wenn wir uns jetzt die Seite hier angucken, vom RS6 haben wir hier eben dieses Chrompaket drauf. Das heißt, wir haben hier die Spiegelkappen in dem Chrom. Wir haben hier drumherum, oder Chrom, Aluminium, wie man es nennen möchte, hier drum nochmal so eine Fensterumrandung in dem Chrom. Hier oben auch nochmal eine Dachreling. Ich würde mir tatsächlich die Scheiben hinten abdunkeln lassen. Ich finde, das irgendwie sieht schöner aus, gerade in so einem großen sportlichen Auto, aber das ist Geschmackssache. Und hier hinten ist die Schokoladenseite. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber wenn ich mir das jetzt so angucke, ist diese Spange da unten schon ganz schön krass, oder? Und vor allem diese 2 riesigen ovalen Endrohre. Schaut da auch gern mal rein, die sind echt riesig. Und wir haben hier auch die Sportauspuffanlage drauf. Dann würde ich sagen, ihr bleibt jetzt mal hier und ich springe mal rein und zeige euch den Sound. Und was sagt ihr? Wir haben natürlich einen Drehzahlbegrenzer drin und einen OPF, aber es würde mich trotzdem interessieren, was ihr sagt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen wir zum nächsten Punkt, warum ich mich in dieses Auto verliebt habe, und zwar ist das der Kofferraum, weil ich bin ja auch ein bisschen praktisch veranlagt. Ich muss auch mal einkaufen gehen, ich muss auch mal meine Möbel irgendwie transportieren oder was Großes, was ich gekauft habe. Schmuggelware, ihr kennt's. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt den Kofferraum, weil das ist ja super wichtig in so einem Kombi. Kommt mal mit. Der ist ca. 600 bis 1700 Liter groß, was echt riesig ist. Es ist zwar nicht so groß wie in den Konkurrenten bei Mercedes oder so, aber schaut mal, was praktisch ist. Ich kann jetzt hier, zack, und auf der anderen Seite, zack,
einfach die Rückbank mit einem Handgriff umklappen und dann kann ich da hinten auch beispielsweise drin schlafen, zumindest ich mit meinen 1,64. Dann haben wir hier ein echt cooles Netz, das kann man hier so einspannen mit so einer Schiene. Das heißt, ich habe hier auch eine Ladesicherung für alles Mögliche, was ich transportieren möchte. Ich habe hier an der Seite auch nochmal ein Netz und wir haben hier oben nochmal eine Ladesicherung, die ich hier runterschieben kann. Und das finde ich wirklich ganz cool gelöst, weil die hier so schräg hoch geht und irgendwie, schaut mal, irgendwie geht es hier echt sehr geschmeidig rein. Gefällt mir wirklich gut und ja, bei so einem Luxusschlitten natürlich auch die elektrische Heckklappe. Ein Träumchen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist es mir eine Herzensangelegenheit und zwar warum? Weil es jetzt ums Herzstück geht und zwar den Motor. Ich mache den euch mal auf. Kommt mal mit. So, hier geht er auf. Zack. Und jetzt, ich hoffe, ihr seid gefasst. Pam! Ein 4 Liter V8 Biturbomotor. Alter Vater, macht der was her, wirklich Wahnsinn. Der hat 600 PS, 800 Newtonmeter maximales Drehmoment, ist in 3,6 Sekunden auf Tempo 100. Den gibt es ab 250 km/h VMAX. Man kann ihn aber auch aufstocken lassen auf 280 km/h VMAX oder 305, was echt krass ist. Bisschen schade, dass Audi dafür immer noch mal extra Kohle möchte, aber so ist das halt. Hier ist eine Mildhybridisierung drin. Den Motor haben wir im Porsche Cayenne und im Lamborghini Urus und ich würde sagen, der knallt echt ganz schön doll. Weiter geht's mit dem nächsten Punkt, warum ich mich echt verliebt habe. Das ist einmal der Innenraum, zumindest hinten, und die Rückbank. Und die zeige ich euch jetzt mal. Warum die Rückbank? Das sind meiner Meinung nach nicht die billigen Plätze, sondern es ist ja einerseits entweder für die Kinder irgendwie wichtig oder auch für Freunde, Verwandte oder wie auch immer. Und die sollen ja nicht irgendwie zerquetscht da hinten sitzen. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, wie viel Platz wir hier drin haben. Ich rutsche hier mal durch. Also, ist klar, dass ich mit meinen 1,64 genug Platz habe. Nach oben hin müssten es fast 2, 3 Fäuste sein. Aber jetzt schaut euch mal hier hinten an, wie das hier aussieht. Wir haben hier integrierte Kopfstützen, was ich wirklich echt cool finde und es ist halt auch super edel. Wir haben hier in der Mitte nochmal so eine Armlehne mit, Achtung, zack, schaut es euch nochmal an, ich mache es nochmal, ich finde es einfach wahnsinnig cool. 2 Cup-Holdern, die sich da so schön integrieren. Dann haben wir hier hinten nochmal so ein kleines Display, das ist jetzt gerade nicht an, aber hier kann man nochmal die Klima steuern. Hier unten haben wir nochmal USB-Anschlüsse und nochmal so eine 12-Volt-Steckdose. Ja, und jetzt guckt euch auch mal dieses Material an. Wir haben hier jetzt eine Volllederausstattung, so einem Cognac, das finde ich wirklich sehr schön. Aber jetzt würde ich mal sagen, springen wir nach vorne und ich zeige euch mal vorne den Innenraum. Und zack, sind wir hier drin und ich zeige euch jetzt mal, warum ich mich hier so sehr in den Innenraum auch verliebt habe. Erstens, weil ich hier wahnsinnig viel Zeit drin verbringe und deswegen ist der auch von höchster Priorität. Und zweitens, weil man hier einfach in einem Audi sitzt. Ich bin großer Audi-Fan, aber das wisst ihr wahrscheinlich mittlerweile schon. Fangen wir mal hier im Interieur ein. Ich habe euch ja hinten auf der Rückbank schon mal gesagt, wir haben hier echt überall dieses wahnsinnig geschmeidige Cognac-Leder mit der schönen Wabensteppung hier. Die Sitze geben auch wirklich guten Seitenhalt, also die sind auch, wenn man ein bisschen dynamischer fährt, wirklich gut. Und wir haben hier hinten natürlich das RS-Logo im Nacken. Da seht ihr es, hier ist es. Finde ich irgendwie mega geil. Ich glaube, euch geht es genauso, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier ein Lenkrad mit perforiertem Leder und das ist unten abgeflacht, typisch für das RS. Hier unten steht auch nochmal RS. Ich würde persönlich lieber das Alcantara-Leder bzw. das Alcantara-Lenkrad wählen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Dann haben wir hier oben auch, wenn wir gerade von Alcantara sprechen, einen Alcantara-Himmel. Den finde ich wirklich ganz cool. Es macht natürlich alles immer ein bisschen dunkel, wenn der so schwarz ist, aber es ist halt auch ziemlich sportlich. Wir haben hier überall nochmal so schöne silberne Elemente. Das Infotainment hier vorne zieht sich so mit so einer silbernen Spange durch. Hier vorne haben wir auch nochmal Quattro stehen. Auch in den Türen haben wir viele schöne silberne, aber auch cognacfarbene Elemente, die mir echt gut gefallen. Und hier drin, muss ich ehrlich sagen, fühlt sich so ein bisschen an wie in einem echt edlen Wohnzimmer irgendwie. Also ich sitze verdammt bequem, ich kann die Stühle sehr gut einstellen. Ich habe eine Sitzbelüftung, ich habe eine Sitzheizung, ich habe Lenkradheizung, also alles, was ich eigentlich brauche, um mich wohlzufühlen. Aber hierbei geht es ja auch ums Fahren. So, und dann zeige ich euch noch die beiden Cockpits. Wir haben hier vorne wirklich cool und RS-spezifisch den RS-Knopf und da können wir einmal RS und einmal RS2 einstellen. Wir können hier vorne auch, das zeige ich euch jetzt mal, die Audi Drive Select. Da haben wir die typischen Drive Select Modi, die ihr kennt, Efficiency, Komfort, Auto und Dynamic. Und hier drüben haben wir auch die 2 RS Modi und da klicke ich jetzt mal drauf.
Hier kann man sie sich konfigurieren und da hat man verschiedene Dinge, die man sich einfach einstellen kann. Das heißt, wir haben hier einmal den Antrieb, den wir effizient, ausgewogen oder sportlich einstellen können. Wir haben das Fahrwerk, wir haben die Lenkung, da können wir auch komfortabel, ausgewogen, sportlich einstellen. Den Motorsound, dezent, automatisch oder präsent. Wir haben ihn gerade auf präsent. Quattro mit Sportdifferential können wir auch komfortabel, ausgewogen oder sportlich einstellen. Das finde ich wirklich echt cool. Vor allem, man hat halt hier direkt in der Schnellwahltaste diese beiden Modi, die man sich einfach so konfigurieren kann, wie man möchte. Hier unten haben wir dann nochmal ein Display für die ganze Klimaautomatik. Das bräuchte ich persönlich jetzt nicht, dass ich hier in 2 verschiedenen Displays das Ganze bespielen kann. Finde ich auch ein bisschen verwirrend. Aber nun gut, da kann der Beifahrer beispielsweise dann daran mitklicken und dann ist es eigentlich auch okay und das stört dann nicht bei der Fahrt. Sonst haben wir hier das Audi-typische Infotainment. Ihr kennt es, mit bisschen Gegendruck kann man das kachelmäßig verschieben. Ist wirklich cool, man kann hier alles mögliche von Medien, Fahrzeug und so weiter einstellen. Aber das ist ja alles Audi-typisch und nicht sehr spezifisch für den RS6. Hier vorne zeige ich euch aber noch was ich cool finde. Und zwar haben wir hier 2 Ansichten. Einmal die beiden Rundmeter, rechts und links, in der Mitte die Karte beispielsweise. Und in der Mitte können wir uns dann auch verschiedene Dinge konfigurieren. Wir können aber auch die ganz große Karte einblenden und die finde ich wirklich ganz cool. Sieht halt einfach schön aus und gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich auch ganz cool finde, sind die Lichter hier oben. Die funktionieren nämlich direkt per Touch. Das heißt, ich muss da keinen Knopf benutzen, nicht bewegen, sondern kann hier einfach draufdrücken. Ja, ist wirklich hier alles sehr, sehr klassisch, sehr, sehr schön durchdeklariert. Das Infotainment ist sowieso ein Träumchen und ich bin verliebt. Ja, ich bin ja eher so die Frau für die Details und schaut mal hier. Zack, Audi Sport. Ich finde das wirklich mega cool. Aber falls euch wirklich alles zu dem Auto interessiert, schaut auch gerne mal ins lange Review vom Jan. Ich blende euch oben die Infokarte ein. Schaut gerne mal vorbei. Ja, stellt euch vor, ihr kommt spät abends aus dem Büro, seid total gestresst und dann seht ihr Folgendes. Ihr lauft auf euer Auto zu und macht es auf und bekommt so eine verdammt coole Lichterorgel-Begrüßung. Da ist man doch gar nicht mehr so gestresst von dem ganzen langen Tag. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, warum ich mich so sehr in den Audi RS6 verliebt habe. Und zwar ist es das Fahren und aber auch Night Drive. Deswegen zeige ich euch das jetzt beides in Kombination. Schaut mal, was ich auch hier nachts super cool finde. Das sind diese Verschluss für die Anschnaller. Das ist hier so mega cool beleuchtet. Schaut mal auch bei euch da hinten, da sieht man es noch besser. Das ist echt mega cool. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal den Motor an. Ihr hört schon, der knallt ganz schön. Ich gehe mal in Neutral, mache den RS-Modus rein. Wir sind jetzt in RS1 und dann drücke ich einfach mal aufs Gas und wir hören uns mal den Sound an. Ich bin mal ruhig. Macht schon ganz schön was her, aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal auf die Straße und machen einen Launch Control. So, dafür müssen wir das ESC ausmachen. Das drücke ich jetzt ganz lange. Jetzt ist es aus. Ich drücke auf die Bremse, gleichzeitig das Gas und dann lasse ich los. Woo! Alter Vater! Das ist wirklich der absolute Knaller. Ich wende hier jetzt mal, zeige euch jetzt auch noch die Rückwärtskamera. Schaut mal hier vorne. Die ist echt gut, auch nachts, was super wichtig ist. Und dann fahren wir jetzt nochmal ein kleines Stückchen. Ich bin ja nicht so ein guter Fahrer wie der Jan, also da schaut auch gerne mal ins lange Review, falls ihr euch angucken wollt, wie fahrdynamisch dieses Auto ist. Ich aus meiner Perspektive kann aber sagen, das Auto macht wirklich richtig Spaß und es ist eine perfekte Kombination aus, man kann komfortabel fahren, die Kinder beispielsweise in die Schule bringen, aber auch danach richtig schnell wegballern. Und das klappt, wie ihr in dem Launch Control gerade schon gesehen habt, wirklich gut. Es klappt aber auch einfach in den Kurven. Der Allradantrieb bringt da wirklich die Dynamik mit rein, beziehungsweise lässt ihn halt durch diese 2,1 Tonnen wirklich in der Kurve kleben. Und ich kann euch sagen, es macht einfach riesig Spaß. Das war sie also, meine kleine Übersicht, warum ich mich so tierisch verliebt habe in den Audi RS6. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob es euch genauso geht, ob es euch aus denselben Gründen so geht oder warum ihr euch in den verliebt habt. Schreibt mir auch gerne rein, warum ihr nicht mögt, würde mich auch tierisch interessieren, weil es
ist ja hier, jeder darf ja seine eigene Meinung haben zu dem Auto. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch gerne und falls ihr Bock habt auf ein längeres Review vom Audi RS6, dann schaut auch gerne beim Jan vorbei, beim langen Review. Infokarte blende ich euch oben ein und dann würde ich sagen, viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.